Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und letztes Video, letzter Part vom 15 Years of Hardstyle. Bin sehr gespannt, was die letzten, 3 Jahre können. 2015, 16, 17. Wir gehen rein. Wie gesagt, die letzten beiden Parts waren für mich die besten. Natürlich einfach, weil mich total abgeholt hat. Aber da natürlich gerne die anderen Parts unten in der Videobeschreibung abchecken. Und jetzt gehen wir rein. Let's go. Nehmen wir noch mal eben mit, ne? Das nehmen wir noch mal eben mit. Junge, ich bin so verliebt in diesen Song, ne? Das ist so unfassbar. Muss aber auch ehrlich sagen, ne, was ich im letzten Part ja nicht gesagt habe, diese roten Leuchtstäbe kommen so geil. Ich liebe ja diesen Kontrast von Schwarz und Rot, so dieses Zusammenspiel. Wie gesagt, hatten wir schon den letzten Part, nehmen wir aber trotzdem nochmal mit, um schon mal ein bisschen wieder aufzuwärmen. So, jetzt bin ich gespannt. Also ich bin sehr gespannt, was der letzte Part bereithält. He's got the glory. Randy. Stimmt, die junge Randy. Der kommt aber verdammt spät raus, ne? Wenn man so überlegt. Aber auch der Einzige, der da richtig was auffährt nochmal. Ey, ich liebe das einfach, ne? Wie geil muss das sein? Du machst ein Festival und das setzt sich einfach durch. Scheißegal, was du machst, ob es Festival ist, ob es eine Show ist, was auch immer. Einfach tausende von Leuten schreien dir den Bums entgegen, jedes Mal wieder. Hammer.
Aber es ist halt wirklich so, ne? Man hört so die ganzen Jahre durch und man merkt einfach wirklich, dass es immer härter wird, dass es immer verrückter wird. Aber so dieser Kern von diesem melodietechnischen, diesen Jumpstyle-mäßige, plus dieser Gesang bleibt immer da. Aber gut, dazu muss man ja auch sagen, ne? Dass es ja auch schon immer da war, dieses Härtere, dieses Verrücktere. Es ist bloß, dass es, glaube ich, jetzt viel mehr Anklang nochmal findet. Oder in den Jahren immer mehr Anklang findet. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie verrückt die Musik heutzutage ist. Sieht das geil aus, ey. Junge. Ab 2015 beging es so langsam in die ganz wilde Richtung. Aber Real Talk, ne? Also in diesen 3 Stunden diese ganze, ich finde, da siehst du die ganze Schönheit des von DEFCON 2017, ne? Von diesem Legends-Set. Diese Bühne, die ganzen Lichter, die Leute. Aber krass war 15 kurz. Bass modulators. Kannst du immer wieder sagen, ne? Ich bin so neidisch auf die Leute, die 2017 da waren, ne? Auf einmal sieht das auch viel krasser aus mit dem Konfetti. Ich sag's immer wieder, ne? Laser plus dieser Konfetti-Kontrast so. Das sieht so crazy geil aus. Eieieiei. Oh Mann, ey. Das ist so schlimm, ne? Ich verliebe mich immer mehr in diese Stage, Mann.
sieht, also man denkt sich ja auch irgendwann so, ja okay, ich habe mich satt gesehen, aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber jetzt haben die mieses Tempo drin, ne? Also nicht von der Musik her, sondern von den ganzen Legends, die da noch rauskommen und auch 2015 war einfach viel zu schnell gefühlt. Als wenn da nichts passiert ist. Oh mein Gott. Oh, wie geil. Ey, guckt euch an, wie schön und passend das zusammen gemacht ist. Ey, das könnte ein Video sein. Die hätten das einfach abfilmen können. Wow. Junge. NCDM. Und da immer noch nicht drauf klar, ne? Dass man es dann einfach mit jedem Shit so connecten kann. Und du eigentlich dir denkst, okay, das könnte trotzdem was werden. I want you to take this beautiful memory home with you, right? Show it to all your friends. Show it to them. Every single memory that you collected this weekend, I want you to take it home with you. Take it home. Ich sag's dir, ne? So, Show it to your family, your mama, your papa. je neuer your man brother, your ist, sister, your nephews, desto mehr whatever. catcht dich natürlich diese neueren Sachen, sag ich mal. Aber die Songs haben auch irgendwie ein bisschen einen kleinen Touch mehr, sag ich irgendwie. Ob es die Melodie ist, ob es der Gesang ist, keine Ahnung. Und ich stand ja trotzdem auf die 2003 bis, sagen wir mal, 2008er Zeit, ne? Aber danach kam ja die Parts, wo ich gesagt habe, holy shit, Junge, das hat mich abgeholt. Shut down all the systems. Turn on all the lights. Just close your eyes and tune out everything. There's nobody up here that can hurt you. Wieder fettes Shoutout an die Leute mit dem Licht, ne? Safe. Laser, Lichtshow, whatsoever, wow. Sieht so fucking schön aus, ne? It's a point of living. Da kannst du dich sogar freuen, wenn du hinten stehst. Doesn't get any rougher than Dass du so, dass du alles sehen kannst. So it's a matter of what you do now. If you
decide to go, you gotta just get on. Sit back, enjoy the ride. You gotta plant both your feet on the ground and start living life. It's time to go home. Zwischendrin hast du doch nochmal immer diese Verrückten, die sich doch noch verkleidet haben, ne? Stay true to the roots of our endeavor. Defeat never. Victory forever. Ich sag ja, da ist auch immer so ein Tempo drin. Hilfe. These legends will lead the way to new horizons. Frequencers. Legacy defines us. Aber man muss wirklich sagen, für das Legends-Event ist das perfekt, ne? Dass alles so ein bisschen mehr auslastet, wenn es dunkler wird, dass die Lichtershow viel mehr durchdrehen kann und so. The Anthem creators of this year. Stay true to the roots of our endeavor. Defeat never. Victory forever. Legacy defines us. Though we've only just begun. Follow the ways. War auch eine geile Anthem, ne? Holy shit. Muss aber auch immer wieder sagen, ne, jetzt, ich meine, ich habe mir das jetzt fast 3 Stunden angeguckt, oder habe es mir dann 3 Stunden angeguckt. Hardstyle ist halt wirklich hat so eine geile Energie in sich einfach, ne. Auch wenn wir dadurch, dass wir natürlich die ganze Zeit die Menschen da sehen, die da abdrehen, die da ihre Zeit des Lebens haben, was dann natürlich noch mehr einen Push raushaut. Aber diese Musik ist halt wirklich so positiv, ne. Du kannst deinen Shit rauslassen, du kannst aber, also Shit im Sinne von den Emotionen rauslassen, traurig ist, ob es Lachen ist, nebenbei kannst du total ausrasten beim Tanzen, beim Springen. Das ist Wahnsinn. Was ist das geil getimt gewesen, ey. A little bit of rain is not gonna stop anybody.
ready for the Mhm. Aber auch krass zu sehen, dass da Legenden bei sind, die einfach retired sind, so, ne? Oder jetzt gerade beim Retiren sind. Das ist Wahnsinn. Prepare to The last legend to enter the stage. B-Front. Das sind aber alles so fette Namen, ne? Das ist so krass. Aber wirklich geil zu sehen, ne? Dass sie halt so viele Legends da wirklich auch rausholen können. Dass sie ja wirklich Zeit, oder ne? Da wirklich vorbeikommen. Und nochmal richtig ausrasten. Junge. touch the sky with everything that you got. Touch the sky with everything that you got. Junge, ey. Hammer. Hammer. Just let it rain, we don't care. Ich wollte es gerade sagen, das ist doch am Regnen, oder nicht? Voll geil. The last minute Stell ich mir so geil vor, ne? Du hast ein bisschen einen Tee, Just let it rain. bist da am Party machen, hast Hitze ohne Ende. It doesn't matter anymore. Geil. Give it to us. Just give it to us. DEFCON 1. Junge. Einfach pure Schönheit. Also Real Talk, das ist einfach pure Schönheit, alles. Alles daran. Dieses ganze Legend-Set, finde ich. Es ist die Stage, es sind die geilen Legenden, die rauskommen. Es sind natürlich die Musik. Die Leute, die das unfassbar geil machen, muss ich sagen. Wie die abgehen, We zu had a sehen, lot of superstars in this wie house happy tonight, die a lot sind of und so. legends. But DEFCON, there's only one true legend in this house, and that's you. That's you. So I want you to make some noise for yourself and everybody who's surrounding you right now, and for all the DJs that played for you here tonight. At the count of 3, 1, 2, 3.
Weißt du, wie laut das eigentlich war, ne? Oh, guckt euch das an. Das sieht so ja schon geil aus. Das ist aber das erste Mal, dass wir diese Kameraeinstellung haben, oder? Junge, wunderschön, ey. Heaven can wait, we're only watching the sky. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. Music's for the sad man. Ich sag ganz ehrlich, durch den Regen kommt es noch schöner, ne? Das ist wunderschön. Oh Mann, ey. Gerade mit dem Song auch noch, ne? Tonight, we celebrated the heritage of 15 years of hardstyle. For the very last time, please give it up for the DEFCON 1 legends. Wow, wow, wow. Da ist mir fast ein Trend rausgekommen, ey. Gerade mit, Forever Young. Meine Fresse. Deswegen einer der schönsten Songs, der jemals, was? Einer der schönsten Songs, der jemals gemacht wurde. Egal auf welcher Version, muss man ehrlich sagen. Alleine wie Hammer diese Stage, wie viele, ja, wie sag ich das jetzt? Facetten das Ding hat, ne? Auch jetzt, das hat auch sowas Geiles. Auch ein dickes Shoutout, ne? An die Leute, die das Video gemacht haben. Das sind die perfekten Shots dafür. Auch wenn man nicht da war, du fühlst dich halt wirklich so, als wärst du da gewesen. Du wirst halt so mit in den Emotionen mitgenommen. And we couldn't have done it without you guys. That's for sure. Und da sagt nochmal jemand, Hardstyle Festival kann nicht wunderschön sein. Years, ladies and gentlemen, from 2003 until this day, we are still representing the same thing, the same cause. Nothing less. Nothing more. Cause the hardest styles of dance music is what we do it for. Oh. Da fehlen mir echt die Worte, ne?
Und ich will auch gar nicht so viel sagen jetzt gerade. Weekend Warriors. This is what we live for. This is what we die for. All in our love for the harder styles. May your energy and dedication be with us forever. Muss halt wirklich sagen, ne, diese Real Talk Shit und so, ne, holt einen so ab. Das ist so Wahnsinn. This was DEF CON 1 Festival 2017. Have a safe trip home. And see you next year. Dir das an, das sieht. Hey, das sieht so unfassbar aus, ne? This was a Q-Dance event. Q-Dance. Q-Dance. Wow. Wow, wow, wow. Ich glaube, das ist das Schönste, was ich von DEF CON jemals gesehen habe. Also Real Talks. Keep it safe in your heart. Right here. Keep it safe in your heart. And once again, I'm gonna tell you again. I'm gonna say it again. It doesn't matter what you like. You like hardcore, it's so good. You like old school, it's so good. You Redewillen. like freestyle, it's so good. You like early, it's so good. You like hardstyle, raw hardstyle, it's so good. In this house, in this weekend, we only represent one thing and one thing only. The harder styles in dance music. Ladies and gentlemen, boys and girls, this was DEF CON. Until next year. Bye bye, we out of here. Thank you so much. Also bitte, ich habe keine Ahnung, wie der Mann das immer macht, dass der so geile Worte da findet, ne? Ob's in den Sets ist, ob's am Ende ist oder so. Wahnsinn. Q-Dance. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich muss sagen, was mich so ein bisschen gestört hat, da bin ich auch ganz ehrlich, ne, das ist das Einzige, und das ist jetzt auch wieder, ne, so ein kleines bisschen, einfach das ein bisschen kurz war am Ende, ne, so gefühlt. So, der letzte Part, der ging, glaube ich, keine Ahnung, über 40 Minuten. Aber gut, da hatten wir auch geisteskranke Songs und alles. Ja, aber wurde alles wieder, sag ich mal, so weggelöscht dadurch, dass es einfach wunderschön war.
Ja, erstens vielen Dank an euch, dass ihr mir das vorgeschlagen habt, aber auch auf der anderen Seite, dass ihr euch das alles reinzieht hier. Ich meine, das sind jetzt hier 5 Parts und so viele Leute von euch ziehen sich das rein und schreiben auch darunter. Für die einen sind jetzt 200 Views nicht viel. Für mich ist das verdammt viel, sage ich mal so. Und ich bin dankbar für jeden einzelnen View und freue mich auch so darüber. Gerade wenn ihr dann noch einen Kommentar schreibt, dass es euch gefällt, was euch so abholt und so. Ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Nochmal zurück zu dem Video, was ich jetzt eigentlich auch noch sagen wollte. Ich fand natürlich bei jedem Part eigentlich alles geil. Mein hat man ja auch gemerkt, natürlich Part 3, Part 4, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Part 3, Part 4 hat mich natürlich am meisten abgeholt, einfach durch diese Musik, ne, Heady, Atmospheres, die ganzen Legends, die da aufgetreten sind, die Musik, die da gespielt ist. Das war natürlich auf einem ganz anderen Level, ne? Aber auch, muss ich jetzt sagen, dieser Part hat mich natürlich auch krass abgeholt. Musiktechnisch auch. Natürlich nicht so krass wie jetzt, ne, Part 3 bis 4. Aber halt diese Schönheit, die wir jetzt gerade bekommen oder in diesem Part bekommen haben, war verrückt. Also wie schön diese Stage nochmal sein konnte mit dem Feuerwerk, mit den Lichtern und. War wahnsinnig. Deswegen würde ich den Part hier wahrscheinlich auch mit den letzten beiden Parts auf einer Stufe stellen, wobei der letzte Part ein bisschen drüber ist, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, war wahnsinnig. Aber wie ich ja auch schon in diesen und auch wahrscheinlich in den anderen Reactions gesagt habe, ne, in den anderen Parts, muss ich ehrlich sagen, ich fand's verdammt schön, wie die das halt so aufgebaut haben, ne? Du hast hier 3 Stunden, wo du beschallt wirst von unfassbar geiler Musik, diese geilsten Songs gefühlt, die es gibt. Gerade für mein Herz war es extrem geil, die ganzen Songs zu hören, gerade dann noch zu sehen, wie Heady rauskommt, Atmospheres, hat mich total abgeholt. Hm, aber auch dann zu sehen, ne, wie der Tag dann zu Ende geht, ne? Du siehst halt, wie schön die Stage am Tag ist und dann, wie geil die aussieht, wenn es dunkel ist. Wie die Leute da abdrehen, wie wunderschön auch Defcon an sich einfach ist, ne? Es ist ja nicht nur die Stage, es ist ja die Menschen, die es so schön machen, die DJs, ähm, natürlich auch die Musik, aber auch die Menschen an sich, ne? Dass sie da alle mitmachen, am Feiern sind, ne? Ihre Emotionen zeigen. An sich einfach wunderschöne Menschen sind und so. Das ist einfach so geil alles, wie Defcon da zusammenspielt. Deswegen unfassbar schönes Video, hat mich totalst abgeholt. Deswegen vielen Dank da nochmal. An euch natürlich fürs Anschauen und alles, aber auch, falls es mal irgendwann jemand von Defcon sehen sollte, an die ganze Defcon Piety, nennt man das so? Keine Ahnung. Einfach, dass wir erstens so ein Festival erleben dürfen, zweitens, dass wir solche Videos bekommen und drittens, alles, was drumherum spielt. Ob sie DJs sind, die unfassbare Musik spielen, ob die Lichter sind, die unfassbar geil spielen, die Bühnen, die unfassbar geil aussehen, wobei für mich das natürlich plus ultra ist. Also ich glaube, da gibt es keine Stage, die mich jemals mehr abholen wird. Was haben wir noch? Feuerwerk und. Es ist so unfassbar geil. Deswegen da auch ein dickes Shoutout an alle da draußen, die irgendwie was mit Defcon so zu tun haben, dass man sowas Schönes erleben darf. Und ja, dann haben wir ja heute den 24. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns in Deutschland ist es so, dass wir heute den Heiligabend feiern. Heißt, wir kriegen heute schon die Geschenke und. Deswegen auch an dieser Stelle, jetzt müsste es, glaube ich, 19 Uhr sein, wenn man es jetzt wirklich dann geguckt hat, wenn es rausgekommen ist, wünsche ich euch schöne Tage, sofern ihr es feiert. Wenn nicht, genießt die schönen freien Tage. Sonst wünsche ich euch wunderschöne Tage, schöne Tage mit eurer Familie, aber auch, ne, wenn ihr es alleine feiert und. Wünsche ich euch einen Merry Christmas und ja, dann sehen wir uns vor Neujahr vielleicht noch einmal wieder. Ich weiß es noch nicht. Sonst wünsche ich euch auch ein schönes neues Jahr. Und dann schauen wir, wie die ganze Reise weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.